Was für ein tolles Jahr für alle Spielefreunde. Wir zeigen euch heute unsere Top 5 Spiele von Ravensburger aus dem Jahr 2024. That's Not Ahead hat auf jeden Fall einen Platz in unseren Top-Spielen von 2024 verdient. Nicht nur, weil es super auf den Messen ankam, sondern weil wir es schon in zahlreichen Videos präsentiert haben. Ich erzähle es euch aber trotzdem nochmal kurz. Bei That's Not Ahead macht ihr euch gegenseitig Geschenke. Ich bekomme zum Beispiel jetzt einen Eishockeyschläger und verschenke ihn in Pfeilrichtung, in dem Fall an meinen linken Nachbarn weiter. Ich sage ihm, hey, ich schenke dir einen Eishockeyschläger und er bedankt sich und nimmt dann sein Geschenk und verschenkt es seinerseits weiter. Das geht dann immer in Pfeilrichtung weiter. In dem Fall gibt er mir sein Geschenk, weil es wäre total unhöflich, wenn er meins einfach direkt weiter verschenken würde. Und ihr merkt schon, es wird immer mehr verdeckt, es wird unübersichtlich und irgendwann weiß man eben nicht mehr ganz genau, welches Geschenk liegt eigentlich wo drunter. Mein Nachbar sagt mir jetzt, hey, ich schenke dir einen Donut, aber ich glaube es ihm nicht, weil ich habe vielleicht auch den Überblick verloren oder ich habe gut aufgepasst und sage, nee, das ist kein Donut. Decke ich die Karte auf und er hatte recht, ich bekomme den Minuspunkt und jetzt nehme ich die nächste Karte auf und decke sie zu und das Spiel führt sich immer so weiter fort. Das geht, bis ich 3 Minuspunkte habe und aus dem Spiel ausscheide. Wenn ihr jetzt glaubt, das war noch nicht schwer genug, dann habe ich noch was anderes für euch und zwar That's Not Ahead Pop Culture. Dort habt ihr unter anderem zum Beispiel Karten dabei, wo ihr nicht nur die Karten nach links und rechts weitergebt, sondern auch noch kreuz und quer und dann kann auf jeden Fall der Spaß richtig losgehen. Sky King kam dieses Jahr echt mega bei unserer Community an und hat sich deswegen auf jeden Fall einen Platz in unserem Video hier verdient. Sky King, für alle, die es nicht kennen, ist im Kern ein typisches Stichspiel. Alle, die die Regeln nicht kennen, bei Stichspielen versucht man vorherzusagen, wie viele Stiche, also wie viele Durchgänge man in einer Runde gewinnen wird. Dazu gibt es Karten, in unserem Fall ist es grün, gold und lila, mit den Werten 1 bis 14. Die werden geschlagen von der Trumpffarbe von schwarz, die wiederum von den Meerjungfrauen, die von den Piraten und der Sky King, der besiegt sie alle mit Ausnahme von den Meerjungfrauen. Die verführen ihn und lassen ihn die Runde ausnahmsweise mal verlieren. Ihr bekommt bei Sky King jede Runde eine Karte mehr auf die Hand. Das heißt, es wird immer schwerer für euch. Das geht hoch bis zur Runde 10 und ihr müsst am Beispiel von unserer Runde 3, die wir hier aufgebaut haben, vorhersagen, wie viele Runden, also Stiche, in der Runde gewinnen wird. Wenn ihr zum Beispiel jetzt ein gutes Blatt habt, sagt ihr, ich gewinne 2 von den 3 Runden. Ich sage 2 Stiche vorher. Wenn das richtig ist, bekommt ihr Punkte, liegt ihr falsch, werden euch Punkte abgezogen. Die Person, die am Ende der 10 Runden am meisten Punkte hat, die gewinnt Sky King. Echos ist für alle, die es von euch nicht kennen, ein Audio-Mystery-Game. Dazu ladet ihr euch die kostenlose App von Echos auf euer Handy runter und wählt dann die entsprechende Geschichte aus. In dem Fall ist es bei uns Echos das Orakel. Da geht es so um eine Frau in Griechenland, die wird von Visionen geplagt, von einem Schiff auf dem Meer und eure Aufgabe ist es dann, das Geheimnis über das Boot und der Vergangenheit herauszufinden. Dazu hört euch dann eben die Audios an und erfahrt hinter jedem dieser Tafeln und diesen Karten ein Stück weiter von dieser Geschichte. Eure Aufgabe ist es dann, diese Teile in die richtige chronologische Reihenfolge zu bekommen, um so das Spiel zu gewinnen, indem ihr so das Rätsel löst. Bei Disneys Villainous könnt ihr einmal in die Rolle der Disney-Bösewichte schlüpfen. Das hat auf jeden Fall auch mal was, denn ihr müsst dort eure düsteren, dunklen Ziele erreichen. Dazu könnt ihr hier auf eurer Schicksalskarte herlaufen und dort eine oder mehrere Aktionen ausführen, um eurem Ziel immer näher zu kommen. Dabei helfen euch dann eure Bösewichtskarten, die ihr habt, aber Achtung, ihr könnt auch von den anderen durch eure Schicksalskarten sabotiert werden, die euch daran hindern, euer Ziel zu erreichen. Die anderen wollen das ja schließlich auch so schnell wie möglich schaffen. Denn der Bösewicht, der es als erster schafft, wird der ultimative Bösewicht und gewinnt Villainous. Bei Horrified World of Monsters müsst ihr alle feindlichen Monster besiegen. Das tut ihr, indem ihr mit euren Charakteren eure Fähigkeiten benutzt, um euch in eurer Heldenphase auf die Monster vorzubereiten und sie letztendlich zu besiegen, bevor entweder euer Schreckensmarker voll ist oder euch die Karten ausgehen. Gelingt euch das rechtzeitig, gewinnt ihr das Spiel. Das Schöne ist auch, wenn ihr merkt, euch sind die Level irgendwann zu einfach, weil ihr vielleicht geübt darin seid, könnt ihr weitere Monster dem Spiel hinzufügen am Anfang und macht es euch so immer schwerer und das Spiel wird so nie langweilig.
Das waren unsere besten Spiele aus dem Jahr 2024. Welches davon hat euch denn am besten gefallen? Schreibt eure Nummer 1 doch mal unten in die Kommentare rein. Lasst uns ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Wenn ihr mal wissen wollt, was wir sonst noch für coole Formate haben, klickt euch mal in das Video hier rein. Und wenn ihr mal sehen wollt, das war 2024, was wir alles 2025 für cooles Zeug haben, dann klickt euch mal in das Video rein. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.